Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast in der Reihe DSAG SAP Podcast. Im ersten Podcast haben wir Christine, Sindhu und Martina über den Einfluss gesprochen, den ein gutes User Enablement bei der digitalen Transformation hat. Im zweiten Podcast haben wir angesprochen, wo User Enablement konkret die Nutzen besser unterstützen kann und sind auch schon kurz auf das Thema künstliche Intelligenz eingegangen. Heute wollen wir dieses Thema vertiefen und uns über die Chancen, aber auch die eventuellen Risiken und Grenzen der generativen künstlichen Intelligenz unterhalten. Mein Name ist Volker Abt. Ich bin Arbeitskreissprecher im DSAG Ressort Transformation und Sustainability. Heute mit mir am Tisch sind Christine Grimm, Director Process and Digital Technology Management bei Freudenberg & Co. KG und Vorständin für Transformation und Sustainability bei der DSAG. Mit dabei ist außerdem Eva Zauke. Sie ist Executive Vice President SAP Enterprise Adoption. Ich freue mich auf das Gespräch und einen regen Austausch. Das Jahr 2023 stand ja ganz im Zeichen der generativen künstlichen Intelligenz. Könnt ihr vielleicht das letzte Jahr mal aus eurer Perspektive speziell mit dem Blick auf das Thema künstliche Intelligenz zusammenfassen? Ja, sehr gerne. Hallo zusammen und vielen Dank, Volker und Christina, dass ihr hier zusammen in dem Podcast diskutiert. Tatsächlich war das Jahr 2023 geprägt von der rasanten Entwicklung in generative künstliche Intelligenz. Wenn ich jetzt die SAP-Perspektive reflektiere, sehen wir, dass die generative künstliche Intelligenz grundsätzlich die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert, wie Menschen und Software zusammenarbeiten. SAP sieht vor allem hier die Chancen und die Möglichkeiten. Mit SAP Business AI betten wir künstliche Intelligenz tief in unsere Geschäftsprozesse und Analytics ein. Und wir betrachten Business AI aus 3 Perspektiven. Zuerst mal ist das relevant, weil tief in die bereits bestehenden Geschäftsprozesse integriert. Dann ist es zuverlässig, weil die Zuverlässigkeit von künstlicher Intelligenz sehr stark von den Daten abhängt und SAP Business AI auf den Geschäftsprozessen aufsetzt und Gen AI mit Echtzeitinformationen verknüpft. Und dann ist es natürlich auch verantwortungsvoll. SAP verpflichtet sich zu einem ethischen AI und die Erfüllung der gewohnt hohen Standards in Bezug auf den Datenschutz, die Datensicherung und Cybersecurity. Wir sprechen natürlich auch über das Thema User Enablement. Das ist einer der Frontrunner bei der SAP bezüglich generativer künstlicher Intelligenz. Auf der Sapphire 2023 wurde mit dem Intelligent Access to Information ein künstlicher Intelligenz-basierter Use Case vorgestellt. Seit Ende 2023 ist der Use Case im Rahmen der Joule Conversational Search produktiv für SAP SuccessFactors Kunden. Wenn wir auf Conversational Search draufschauen, das basiert auf der Retrieval Augmented Generation, also einer Suche, die die Antwortgenerierung durch ein Large Language Model vorausgeht. Wie funktioniert das? Frage eines Nutzers in Joule startet eine Suche auf die SAP Help-Portal-Inhalte. Aus Suchergebnissen erstellt ein Large Language Modell eine Antwort auf die Frage des Nutzers. So bringen wir die umfassenden und wertvollen Inhalte unserer Produktdokumentation zu dem Nutzer auf die Benutzeroberfläche, auf die Stelle, wo der Nutzer die Information benötigt. Christine, wie war dein Blick auf das letzte Jahr in diesem Kontext? Ja, danke erstmal, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich über unseren Podcast. Beim dritten Mal ist es ja quasi schon so eine Gewohnheit geworden. Also hoffen wir, dass noch viele kommen. Genau, das Jahr 2023 hat uns gezeigt, dass generative KI tatsächlich wirklich omnipräsent ist. Und es geht ja nicht nur darum, dass die Technologie an sich faszinierend ist, sondern dass sie wirklich ein integraler Bestandteil unseres Alltags, unserer Unternehmensstrukturen und unserer Wirtschaft geworden ist. Und in unseren Unternehmen würden wir uns einen wirklichen Bärendienst erweisen, indem wir so tun, als wäre das Thema nicht präsent und als wäre das nicht wirklich eines der relevantesten Punkte, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen. Und die Wahrheit ist, dass jede Branche auf irgendeiner Weise von dem technologischen Fortschritt beeinflusst werden wird. Und die Herausforderungen, die damit auf uns zukommen, die sind nicht trivial. Die reichen von ethischen Fragestellungen bis hin zu datenschutzrechtlichen Überlegungen und der Sicherstellung von Transparenz und Fairness in KI-generierten Entscheidungen. Und ein kritischer Fehler, den die Unternehmen machen können, ist, sich ausschließlich auf die technologische Seite der KI zu konzentrieren. Die Technologie allein
macht noch keine erfolgreiche Implementierung aus. Denn was wirklich zählt, ist die Integration und die Business Cases in eine umfassende Strategie, die sowohl die Mitarbeitenden als auch die Unternehmensziele berücksichtigt. Denn wir müssen, und ich sage es immer wieder, eine Kultur schaffen, die Innovation fördert, während sie gleichzeitig verantwortungsbewusst und nachhaltig bleibt. Und KI und insbesondere generative KI ist ein Werkzeug, das, wenn wir es richtig einsetzen, nicht nur unsere Prozesse optimiert, sondern uns auch wirklich neue Möglichkeiten für unsere Unternehmen und unseren Stakeholdern eröffnet. Und dazu gehört auch, dass wir eine starke Basis für das Verständnis und für das Management dieser neuen Technologien aufbauen, um sicherzustellen, dass wir sie ethisch und auch effektiv nutzen können. Christine, du hast die Wichtigkeit der Personalisierung im User Enablement und die Rolle kontinuierlicher Unterstützung hervorgehoben, mit besonderem Blick auf die Anwendung generativer künstlicher Intelligenz oder Gen AI. Seit dem letzten Gespräch sind 9 Monate vergangen. Und du hattest erwähnt, dass wir uns noch in der Anfangsphase befinden. Eva, könntest du uns einen Einblick geben, wie sich Gen AI seitdem entwickelt hat und welche ungenutzten Potenziale du für die Zukunft siehst, insbesondere mit Blick auch auf die individuellere Nutzerunterstützung? Ja, sehr gerne. Also wenn wir jetzt erstmal auf die SAP schauen, haben wir Joule an den Markt gebracht und Joule gelauncht. Joule ist ein digitaler Assistent und der ist bereits in SAP SuccessFactors und im Rahmen eines Early Adopter Care Programms auch in SAP S/4HANA Cloud Public Edition eingebaut. Wir sehen hier auch das Thema Gen AI basierte Unterstützung, die eingebettet ist in den Anwendungen der SAP oder als Unterstützung für die Entwickler, zum Beispiel für das Cloud Application Programming Modell. Das heißt, wir sehen im Grunde 3 Themen. Joule als Conversational AI, das die Sprache im Business versteht. Dann die Unterstützung eingebettet in den Anwendungen, also integrativ in den SAP-Geschäftsprozessen. Und dann eben die Unterstützung der Entwickler mit dem CAP-Modell Java-basierte Entwicklung. Wenn wir uns jetzt konkret im SAP User Enablement Kontext bewegen, schauen wir auf diese Conversational Search als ersten wichtigen Schritt in diese Richtung und das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Das heißt, wir schauen auf den Nutzerkontext in der Suche. Die Nutzer nutzen dort das für relevantere Antworten des Modells und passendere Suchergebnisse. Ein Beispiel, wenn man eine Fiori-Applikation nimmt, in der ein Nutzer gerade arbeitet, nimmt die Rollen des Nutzers, die Landesversion bis hin zu genauen Implementierungsumfang eines spezifischen Kunden. Und natürlich verbindet man dann das mit weiteren Informationsquellen der SAP, die in Joule eingebettet werden können. Heute haben wir den Content vom SAP Help Portal. Da haben wir 20 Millionen Nutzer pro Jahr. Und natürlich können wir uns weitere Contentquellen vorstellen, die dann durch Joule föderiert werden für die entsprechende Antwort. Schauen wir auf SAP Enable Now. Hier haben wir natürlich die Autoren des Kunden, die unterstützt werden bei der Erstellung von Enablement-Inhalten durch Gen AI. Und mit 5 vordefinierten Aktionen, zum Beispiel eine Prüfung der Grammatik und der Rechtschreibung, Textkürzung, Zusammenfassung, Erstellung von Texten aus Notizen, Extraktion von Schlüsselbegriffen. Das heißt, wir nehmen den Autoren viel zeitraubende Aufgaben ab, sodass sie sich mehr auf den Inhalt konzentrieren können. Wir schauen auf diese Basisversion der Unterstützung durch generative KI mit Enable Now und das Release wird mit 24.06 verfügbar sein. Also eigentlich relativ bald. Gen AI bietet tolle neue Möglichkeiten, auch in der Interaktion und personalisierten Bereitstellung von Inhalten für Nutzer, aber auch die klassischen AI-Technologien behalten ihre Bedeutung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf das Thema maschinelle Übersetzung draufschauen. Hier können Large Language Modelle den Sprachumfang, den wir bei der SAP bereitstellen, in der notwendigen Qualität noch nicht abdecken. Das heißt, wir schauen als Beispiel auf 39 Sprachen in SAP S/4HANA Cloud und den Benutzeroberflächen dazu. Hier hilft uns die Arbeit, die wir seit 2017 in unsere SAP Machine Translation gesteckt haben. Also das heißt, die kontinuierliche Ausweitung des Angebots der On-the-Fly-Übersetzung. Das heißt, während der Nutzer arbeitet, dass wir im Fluss der Arbeit die Übersetzung bereitstellen. Und hier sehen wir 3 Anwendungsfelder derzeit. Einmal die In-App-Hilfe, dann den Learning-Content im Enable Now und natürlich die Inhalte auf dem SAP Help Portal. Wir gehen davon aus, dass wir noch eine ganze Zeit die klassische maschinelle Übersetzung und die Large Language Modelle nebeneinander sehen werden. Christine,
Wie schätzt du denn so das Potenzial für die Zukunft ein? Wo braucht es da noch stärkere personalisierte Unterstützung für User? Also wenn ich in die Zukunft blicke, dann stelle ich mir wirklich vor, dass eine generative KI-Technologie den Nutzer vollumfänglich unterstützt. Beispielsweise jedes Mal, wenn ein Nutzer in einem SAP-System irgendwas tut, lernt das System aus dieser Interaktion und passt sich dynamisch den spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben des Nutzers an. Und personalisierte Lern- und Unterstützungsmodelle werden erstellt und die nicht nur auf dem allgemeinen Kenntnisstand des Users zugeschnitten sind, sondern tatsächlich auf ihn, auf seine individuelle Arbeit und seine Abläufe und wie er sich auch im System bewegt. Und Joule ist da ja schon ein erstes konkretes Beispiel, oder vielleicht Baby Joule, der ist ja noch nicht ganz ausgewachsen, der wächst ja hoffentlich noch. Der, wenn er mal wirklich so weit ist und reif ist, sollte wirklich auch in Echtzeit Fragen beantworten und tatsächlich auch ganz proaktiv Hilfestellungen bieten. Und auch das tatsächlich im Rahmen des Kontexts, in dem der User gerade arbeitet. Und wenn wir es wirklich schaffen, Informationen und Daten, strukturierte, unstrukturierte, verschiedenste Quellen so aufzubereiten, dass sie dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden, dass er wirklich einen Lernbuddy auf seiner Seite hat, ich glaube, dann sind wir auf einem wirklich guten Weg. Und darüber hinaus könnte generative KI ja auch noch viel, viel, viel intelligenter für Schulungen und Simulationen genutzt werden können. Also wirklich darüber hinaus könnte generative KI auch noch wirklich viel intelligenter für Schulungen und Tutorials eingesetzt werden, die sich beispielsweise automatisch anpassen, Simulationen erstellen, komplexe Inhalte und greifbare Texte wirklich verständlich darstellen, auch basierend darauf, was der Nutzer eigentlich weiß, wie schnell er lernt und so weiter. Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass unsere Anwender, die ja doch in komplexen SAP-Ökosystemen unterwegs sind, auch wenn wir immer von Simplifizierung sprechen, SAP ist kompliziert, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu erweitern und zu entwickeln und ihre Aufgaben effizient zu bewältigen, ich glaube, dann haben wir ein richtig intelligentes, adaptives und unglaublich userzentriertes Enablement. Super, vielen Dank. Eva, wir haben ja gerade schon über die Zukunft auch für die Nutzer gesprochen, aber kannst du uns noch darüber hinaus einen Ausblick geben auf die Zukunft? Was dürfen wir kurz- oder mittelfristig in diesem Kontext auch in diesem Bereich erwarten? Ja, sehr gerne. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Die erste Anwendung ist sozusagen mehr Visualisierung durch Generierung von Videos aus Text. Aus dem Feedback von unseren Kunden und speziell auch natürlich aus den Kunden hier in der DSAG hören wir, dass viele Nutzer visualisierte Hilfe, textbasierte Hilfe vorziehen. Wir haben in unserer Produktdokumentation viele Vorgehensweisen, die wir mit GenAI in kurze Videos umwandeln und den Nutzern auf der Benutzeroberfläche zur Verfügung stellen können. Aus Gesprächen mit Kunden haben wir auch mitgenommen, dass die Nutzer nicht viel mehr als 2 Sätze lesen wollen. Das bedeutet, dass neben der Visualisierung auch die Zusammenfassung von Inhalten mit Hilfe von Large Language Modellen immer wichtiger wird und das nicht nur auf der Benutzeroberfläche. Sprechen wir über SAP Enable Now. Ich hatte schon erwähnt, dass im Juni-Release die ersten Features für GenAI-basierte Autorenunterstützung verfügbar sein werden. Und natürlich in den Folgereleases werden wir das kontinuierlich weiter ausbauen. Ähnliche Features stellen wir auch in unseren internen Autoren zur Verfügung. Was ist uns dabei besonders wichtig? Zuerst mal die Qualität. Das ist natürlich im Fokus und uns besonders wichtig und es steckt viel Arbeit darin, die Ergebnisse der GenAI nachhaltig, verlässlich und konsistent zu bekommen. Die Arbeit im Hintergrund an verfeinerten Tests und automatisierten Tests zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität. Und die Arbeit an Feedback-Kanälen und Auswertungen. Darüber können wir beispielsweise auch Lücken oder vereinzelte Qualitätsprobleme in der Dokumentation erkennen und entsprechend nachbessern. Am Ende hilft uns GenAI also auch, unsere Produktdokumentation kontinuierlich noch weiter und noch relevanter zu machen. Und natürlich der direkte Feedback-Kanal. Den gibt es jetzt schon im SAP Help-Portal. Der steht den Kunden zur Verfügung. Es ist auch von uns kuratiert. Derzeit ist es noch ohne GenAI, aber natürlich kann die Kommentierungsfunktion, ähnlich der Funktion im GitHub, die es schon länger gibt, mit GenAI erweitert werden. Und für personalisiertes und gezieltes Enablement, das wollen wir sozusagen anbieten, dann ist es das direkte Feedback von Nutzern unverzichtbar und an diesen Themen arbeiten wir momentan. Super, Eva, klingt sehr spannend. Christine, aus deiner Sicht?
Ja, also ich finde es auch spannend und das stimmt mich ganz hoffnungsfroh. Das zeigt mir, wie zentral die neuen Technologien für die Weiterentwicklung des Enablements geworden sind. Und aus der Perspektive der DSAG und unseren Mitgliedsunternehmen ist es völlig klar, dass wir diese Technologien einfach noch schneller integrieren möchten, um wirklich umfassend zu unterstützen. Und ich denke, wenn wir an ein originäres KI oder generatives KI-Enablement denken, geht es wirklich darum, den Nutzern, egal welche Rollen, welche Personas sie haben, in ihren Tätigkeiten und ihrer Entwicklung maßgeschneidert zu unterstützen. Beim Lernen, aber auch beim Weiterlernen, beim Fortbilden oder aber auch bei ihrer täglichen Arbeit. Also sozusagen ein Lernbuddy. Joule ist ja jetzt vielleicht hier in den Startlöchern ein ständiger Begleiter für unsere Nutzer und für uns, um alle relevanten Informationen quasi zusammenzuziehen. Und ich freue mich darauf, dass sie auch daran arbeitet, das Help-Portal oder die Hilfe auch jetzt noch mit diesen neuen Technologien quasi auszustatten. Und wir könnten uns vorstellen, dass wirklich also diese intuitive Erkennung desjenigen am System, mit dem Joule oder mit dem man dann integriert wird, tatsächlich in so einer leicht verständlichen, leicht konsumierenden, visuellen, interaktiven Form auch bereitgestellt wird. Klar, wir wissen alle, wir sind geflutet von Content und je kürzer und knackiger der Content ist und visueller, desto einfacher ist es auch. Also wie so ein persönlicher Assistent, der uns hilft, unseren Tag zu organisieren und optimieren. Also ich stelle mir das so super vor, der hält alle Neuigkeiten und Infos bereit, während ich meinen Kaffee trinke, analysiert Joule meine Projekte, schlägt Ansätze vor, gibt mir Infos mit, was ich lernen muss und basierend auf meinen Mustern in meiner Arbeit ist er quasi ständig im Hintergrund und arbeitet für mich mit und für uns mit, um unsere aller Leben leichter zu machen, ohne dass man ihm ständig sagen muss, was er tun muss. Und er ist so ein unsichtbarer Helfer, der die Gewohnheiten kennt und die Präferenzen und wo wir uns fragen, ja, wie haben wir das bisher geschafft? Und im optimalen Fall kann der sich auch direkt mit dem Copilot noch zusammensetzen und dann können die ja auch in diesen Meetingfluten quasi sich austauschen. Spaß. Nein, aber für unsere SAP-Nutzer und Mitgliedsunternehmen muss es wirklich möglich sein, nahtlos und effektiv zukünftig mit diesen Technologien zu arbeiten, um durch unsere Herausforderungen zu navigieren. Und daran sind wir super interessiert, die Vision so schnell wie möglich Realität werden zu lassen, um auch das volle Potenzial der transformatorischen und digitalen, transformatorischen Herausforderungen ein bisschen besser angehen zu können. Eva, die Christine hat gerade eben ja schon auch mal die DSAG nochmal ins Spiel gebracht. Und uns als DSAGler interessiert natürlich, können wir irgendwo unterstützen? Wir sind natürlich neugierig zu erfahren, wie es weitergeht. Wo siehst du da Möglichkeiten, wo wir als DSAG einen wichtigen Beitrag in die Entwicklung mit reinbringen können? Ja, vielen Dank. Ich würde zuerst mal sehr gerne für die gute Zusammenarbeit danken. Hier speziell mit dem DSAG Transformation Resort seit dem letzten Jahr und dadurch stattfinden regelmäßigen Austausch. Das ist natürlich für uns sehr wertvoll und die Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wir haben auch den Arbeitskreis OpenAI und SAP-Themengruppe SAP Daten und Doku. Und das heißt, hier kam sozusagen die Frage zur Mitarbeit direkt auch zu uns. Und das ist ja uns auch wichtig, dass wir in diesen Themen vertreten sind. Das können wir natürlich auch gerne ausbauen und intensivieren, weil die Anwendungsfälle entwickeln sich und die Technologie entwickelt sich ebenso rasant. Was wir auch gesehen haben, ist, dass wir am 16. April diesen Jahres war das SAP User Enablement auf dem DSAG Thementag Transformation vertreten und wir hatten einen sehr guten Austausch mit den Teilnehmern rund um die Themen wie SAP Enable Now, die Kunden dort in der Transformation unterstützt, aber auch, welche Use Cases haben wir mit User Enablement, mit der Next Generation KI sozusagen. Das Feedback der Anwender ist natürlich immer herzlich willkommen und wir basieren ja auch drauf. Also das ist ja uns allen wichtige, nicht nur ein Kanal, sondern die Qualität des Feedbacks, die ständige Begleitung ist wichtig, weil uns jede Information hilft, dass wir unser Angebot verbessern können, erweitern können und natürlich die Anwender in den DSAG-Mitgliedsunternehmen auch besser unterstützen können. Aus DSAG-Sicht würden wir jetzt natürlich auch noch gerne wissen, wie schätzt du es denn ein, Christine? Ja, natürlich, Volker. Die DSAG spielt eine entscheidende Rolle in der Verbindung zwischen der SAP, in der konstruktiven und partnerschaftlichen Verbindung mit unseren Mitgliedsunternehmen und den Endanwendern, um auch hier die verschiedenen Rollen zu stärken. Und
Die Zusammenarbeit ist tatsächlich, also finde ich auch großartig. Vielen Dank auch für eure kontinuierliche Unterstützung. Ich glaube, das ist ein grundlegendes Thema. Ohne Enablement keine Transformation und somit auch keine Veränderung. Und wir bei der DSAG und natürlich auch im Ressort Transformation insbesondere wollen diese Arbeit auch weiter vertiefen, und indem wir noch mehr anbieten, noch mehr Foren und noch mehr Informationen auch zum Thema KI, um das Ganze wirklich auch in einer Themengruppe gesamttransformatorisch eben auch nicht nur technologisch zu betrachten, weil wir müssen die Ressourcen nutzen, wir müssen mit euch zusammen auch neue Programme entwickeln. Menschen lernen neu. Ja, das ist wichtig, dass wir da immer mit dabei bleiben und dass wir unsere Mitgliedsunternehmen hier einfach in ihrer Reife und auf ihrem Weg unterstützen. Denn letztendlich, und ich versuche es immer mindestens zweimal jedes Mal einzubringen, geht es um eine Kultur der Innovation und des kontinuierlichen Lernens, die allen Beteiligten ermöglicht, wirklich auch diese Potenziale aus unseren Ökosystemen rauszuschöpfen. Und wenn wir unsere Gemeinschaft hier stärken, also auch den Schulterschluss und den Dialog fordern und fördern, ich glaube, dann können wir als DSAG auch eine wirklich führende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft, auch der SAP-Technologien und auch quasi des Enablements spielen. Eva, Christine, vielen Dank an euch beide. Das sind wichtige Themen, die wir in diesem Podcast angesprochen haben. Vielleicht könnt ihr noch mal zusammenfassend sagen, worin für euch die Chancen von Gen AI liegen und was besonders wichtig ist, gerade für die Kunden, die vor der Transformation stehen. Dann fange ich mal an. Wenn wir über die Chancen von generativer KI sprechen, dann denke ich so ein bisschen an das Bild auch eines Smart Homes, ja, das nicht nur jetzt irgendwie Licht und Temperatur reguliert, sondern auch voraussieht, wann ich nach Hause komme, was ich gerne zum Abendessen essen möchte, welche Musik ich hören möchte oder ob ich vielleicht auch gar keine Musik hören möchte, um zu entspannen. Und generative KI in der Unternehmenswelt muss ähnlich funktionieren. Es muss die Bedürfnisse antizipieren der Unternehmen, der Prozesse, der User und muss sich dynamisch an diese anpassen, noch bevor wir alle selbst realisieren, dass diese Anpassungen tatsächlich auch benötigt werden. Und für unsere Kunden und Mitgliedsunternehmen, die sich in der digitalen Transformation oder auch auf der Schwelle befinden, liegt die Chance von diesen Technologien darin, nicht nur ihre aktuellen Prozesse zu automatisieren, das war viel zu kurz gesprungen, sondern eben auch die Möglichkeit zu haben, völlig neue Geschäftsmodelle und Strategien zu entwickeln. Und vieles, was vielleicht früher undenkbar war, ist heute durch diese Technologie möglich. Und generative KI wird uns eine viel tiefere und nuanciertere Einsicht in unsere Daten ermöglichen, wird Innovationen fordern und fördern, Kundenlösungen und personalisierte Nutzererfahrungen wirklich auch bauen. Und das Wichtigste für unsere Mitgliedsunternehmen ist es, diese Technologie als quasi einen Begleiter zu sehen, der nicht nur ein Werkzeug ist zur Effizienzsteigerung, sondern ein Companion quasi im Entscheidungsprozess, der nicht nur auf Anfragen reagiert, sondern uns wirklich proaktiv beiseite steht und strategisch mitarbeitet. Dafür braucht es aber halt auch Partner an der Seite, die einen vertrauensvollen Umgang mit unseren Daten sicherstellen und die uns helfen, auch ethisch korrekte und wirklich halluzinationsfreie Entscheidungen zu treffen, damit wir den Systemen auch vertrauen können. Ja, und natürlich müssen Unternehmen auch ein Verständnis für die Wichtigkeit von Daten und Architekturen und von Integration bekommen. Aber das könnte ja auch ein Thema für unseren nächsten Podcast sein. Und Richtung KI wird im Ressort Transformation und in der DSAG natürlich das Jahr 2024 beherrscht sein. Und wir werden in Kürze eine Studie zum Thema KI und die Bedeutung von KI in den Unternehmen und den Menschen, die dort mit KI-Technologien arbeiten müssen, herausbringen. Und wenn alles gut läuft, dann werden wir die Ergebnisse auch auf dem DSAG-Jahreskongress veröffentlichen können. Genau. Eva, zum Abschluss vielleicht auch deine Perspektive nochmal mit Blick nach vorne. Ja, also sehr gerne auch die Anregung von dir, Christine, zum Thema Daten einen nächsten Podcast zu machen, weil das Thema entwickelt sich jetzt auch sehr rasant. Insgesamt sehe ich, dass das Jahr 24 ein ähnlich spannendes Jahr wird und bereits ist, wie bereits 2023 war. Das Tempo ist sehr hoch. Wir haben nach wie vor Innovationen, wir haben neue Large Language Modelle, wir haben tieferes Verständnis der Anwendungsfälle.
Das heißt, hier sehe ich auch, dass wir natürlich einen mehr Fokus erzielen und darüber ein besseres Verständnis dafür, was sich eigentlich in der Technologie verbindet mit den Anwendungsfällen, die wir hier für dieses Thema User Enablement, Benutzerführung unterstützen können und wie wir das eben mit den Methoden, die wir jetzt kennen und die wir praktizieren, zusammen entwickeln können. Ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit mit euch hier in dem Arbeitskreis und natürlich auch mit den Unternehmen, Mitgliedsunternehmen der DSAG. Vielen Dank. Eva Zauke, Christine Grimm von SAP und von der DSAG beziehungsweise von Freudenberg & Co. KG. Vielen Dank für den 3. Podcast. Wir haben heute darüber gesprochen, über eure Sicht auf das, was in den letzten Wochen und Monaten und im letzten Jahr passiert ist, wo wir heute stehen in der Entwicklung mit Gen AI und wo ihr auch die Zukunft seht in diesem Thema. Vielen Dank, dass ihr hier heute mitgemacht habt und an unsere Zuschauer und Zuhörer vor allen Dingen. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast gehört habt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns hier gemeinsam zwischen DSAG und SAP über die gemeinsame SAP-Zukunft unterhalten werden. Vielen Dank und auf Wiederhören.